willst wissen, welche 3 goldenen Kriterien ich täglich nutze, um mein Daytrading noch profitabler zu machen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video verrate ich dir die exakten Kriterien, mit denen ich seit 2020 35 der 41 Monate konstant gewonnen habe. Und mit denen meine Mentees wie hier in Uber konstant erfolgreiche Trades wie in dieser Woche haben. Dabei funktionieren diese Kriterien nicht nur für Daytrader, sondern auch für Swing- und Positionstrader. Nach diesem Video kannst du die 3 essentiellen Kriterien für das Daytrading selbst erfolgreich anwenden. Du weißt, welche Indikatoren die besten für das Daytrading sind und welche Charteinstellung du dafür wählen musst. Und zu guter Letzt weißt du, wie du diese erfolgreichen Aktien täglich einfach finden kannst. Hallo zurück, mein Name ist Felix. Ich bin erfolgreicher Trader, Trading Mentor und habe mit Wir machen Trader bereits über 1000 Ausbildungsteilnehmenden dabei verhelfen können, zu unabhängigen Tradern zu werden. Als ich 2012 mit meinem persönlichen Trading gestartet bin, dachte ich, dass ich viele magische und geheimnisvolle Indikatoren bräuchte, um erfolgreich im Trading sein zu können. Das ist nicht der Fall und dementsprechend sprechen wir heute über die tatsächlichen Kriterien, die du nutzen musst, um erfolgreich im Trading zu sein. Und das sind nicht die, die du wahrscheinlich annehmen würdest. Starten wir damit mit dem ersten Kriterium, was ich persönlich in meinem Trading nutze. Und zwar fokussiere ich mich auf Gaps, sogenannten Handelslücken. Wir sehen das hier oben in meiner Charting-Software TradingView, die ich nutze, habe ich den Tageschart eingestellt. Das bedeutet, hier eine Aktie, die wir uns gerade anschauen, das ist die Aktie von Uber, kennen wir, Carsharing und so weiter und so fort. Die hatte Quartalszahlen, also Nachrichten an diesem Tag und dementsprechend über Nacht eine Handelslücke. Wir können diese Handelslücke messen. Eine Handelslücke entsteht dann, wenn wir ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern haben, und wir könnten uns natürlich auch nachbörsliche und vorbörsliche Intraday-Daten uns anschauen und dementsprechend auch nachvollziehen können, warum diese Handelslücke zwischen vorherigen Tagesschlusskurs und heutigen Open an der Börse letztendlich geschehen ist. Warum ist das für mich relevant? Es ist erstmal nicht relevant, dass wir direkt auf einer kleinen Zeitebene starten und sagen, okay, meine Strategie oder mein Kriterium basiert darauf, dass du hier einsteigst und da aussteigst. Wir müssen einen Schritt zurückgehen. Auch da nochmal. Als ich damals gestartet bin, dachte ich, es sei so einfach, geh in irgendeine Zeitebene rein, starte hier, geh da rein, geh da raus. Und das muss irgendwie magisch sein. Da gibt es viele Tools. Wichtiger ist, einen Schritt zurückzugehen und fragen, in welchem Kontext funktioniert das, was wir später eigentlich vielleicht auf einer kleinen Zeitebene machen. Und dementsprechend fokussiere dich auf alles, was Gaps hat. Warum ist das so? Wir wollen immer dann handeln, wenn es große Gruppen gibt, die gezwungen werden, exakt das Gleiche zu machen. Wenn wir also sozusagen ein Gap, eine Handelslücke haben, dann ist es wahrscheinlich, dass dem etwas vorangegangen ist. In diesem Fall Nachrichten. Und es ist dabei nicht wichtig, was sind das unbedingt für Nachrichten, sondern wir wollen sehen, wir haben Nachrichten, wir haben eine Handelslücke und wir haben gleichzeitig dadurch ein erhöhtes Interesse. Und wie können wir das messen? Ganz einfach mit ganz normalem Volumen, und wir sehen, an diesem Tag war das Volumen deutlich erhöht, sonst ungefähr 30 Millionen Aktien am Tag und hier an dem Tag das Dreifache, also 100 Millionen Aktien. Wir haben das also, wir verstehen die Theorie dahinter, und in diesem Kontext haben wir automatisch sozusagen ein Daily Breakout. Wir gehen also über die vorherige Struktur, wie wir beispielsweise jetzt hier sehen würden. Wir brechen hier drüber, wir sehen, wir haben erhöhte Aufmerksamkeit, was mich zum Kriterium Nummer 2 führt. Und das ist relatives Volumen über 2. Wir wollen also Aktien finden, die ein erhöhtes relatives Volumen haben. Was bedeutet jetzt relatives Volumen? Du würdest dir anschauen, wie ist das durchschnittliche Volumen beispielsweise über die letzten 30 Tage oder über die letzten 60 Tage. Wir können das hier ziemlich einfach machen. Wir haben hier unten auch die ganz normalen Daten. Wir können aber beispielsweise auch einfach eine Internetseite aufrufen wie finvest.com. Da klickst du drauf, gibst beispielsweise die Aktie von Uber ein und siehst dementsprechend tagaktuell das relative Volumen. Hier in diesem Beispiel würden wir sehen, dass wir ein deutlich erhöhtes relatives Volumen hatten, im Beispiel von 4. Und das entspricht unserem persönlichen Kriterium mit allen Aktien über 2. Dementsprechend ist das Kriterium erfüllt, was einhergeht natürlich auch mit der These, wir haben eine Handelslücke, die kann relevant sein, die kann
irrelevant sein. In diesem Fall ist sie relevant. In diesem Fall führt sie dazu, dass Aufmerksamkeit besteht. In diesem Fall führt sie dazu, dass diese Aufmerksamkeit gleichzeitig in Handelsaktion letztendlich münzt, was bedeutet, wir haben erhöhtes Volumen. Und das führt mich dann zu Punkt Nummer 3 meiner Kriterien. Wir haben jetzt also erstmal die Gaps. Wir haben eine gewisse Relevanz durch die Aufmerksamkeit. Dieses Gap, ganz wichtig, das nochmal anzufügen, muss über 3% sein. Das hatten wir, nur dann ist es auch in den größten Fällen wirklich relevant, über 3%, oder wir können natürlich auch das Gegenteil machen, sollten wir auf fallende Kurse setzen, dann kleiner 3% entsprechen. Hier also über 3%, ein relatives Volumen über 2, in diesem Fall 4. Und jetzt mein drittes Kriterium, was bedeutet, nutze unterschiedliche Zeitebenen. Im Englischsprachigen nennt man das Multiple Time Frames. Das ist ein Subkonzept, was wir in unserem persönlichen WMT-Framework nutzen, um tagtäglich die besten Chancen zu finden bei kleinstem Risiko. Bedeutet natürlich nie, und das kannst du dir merken für jegliche Strategie, bedeutet nie, dass du 100% der Zeit erfolgreich bist. Nein, Trading ist ein Spiel, in dem man mit Wahrscheinlichkeiten agiert. Nur diese Wahrscheinlichkeiten sollten durchaus auf unserer Seite sein. Und wie man das macht, ist eben durchaus auch unterschiedliche Zeitebenen zu nutzen. Ja, hier unterschiedliche Zeitebenen soll heißen, benutze einen großen Chart, einen Primärtrend sozusagen. In unserem Beispiel wäre das der Tageschart. Und in diesem Tageschart kannst du auch Moving Averages einbauen. Dazu aber später mehr. Deswegen bleib dran, dann gebe ich dir hier diese exakten Einstellungen, die ich täglich auch für mein Trading nutze. Was sehen wir aber? Wir sehen erstmal grundsätzlich, wenn wir jetzt eine normale Trendanalyse machen, dass wir erstmal einen starken Abwärtstrend hatten seit 2021, wie die meisten anderen Aktien auch, dass wir dann hier bei diesen letzten Earnings hochgegappt sind, ja, nochmal hier hochgegangen sind, halten höher, wenn wir das Tief uns mal anschauen würden. Also hier ist das Tief bei $20, wir halten hier bei $24. Wir machen von da aus ein neues Hoch, ja, dementsprechend hoch, hoch, halten wieder höher, ja, nicht sonderlich, ja, komisch, wo wir halten jetzt bei $30, wir halten bei $24, also sehr, sehr systematisch, wie hier vorgegangen wird. Wir gehen hier über die Moving Averages, zu denen ich dir gleich noch was erzählen werde. Wir gappen nach oben, haben also den Trend nach oben. Das ist wichtig. Also unsere große primäre Zeitebene ist die im Tageschart. Die kleinere Zeitebene ist die, die vielleicht im 10-Minuten-Chart ist, oder wir könnten auch hier in den 5-Minuten-Chart. Ich persönlich mag es auch im 2-Minuten-Chart oder im 5-Minuten-Chart, dann haben wir nochmal ein klares Bild. Wir sind also jetzt innerhalb des Tages, in dem wir das Gap-Up erfahren haben. Du siehst auch, warum wir sozusagen hier diese Bewegung hatten, und wir sehen auch die erste Bewegung, als wir die Handelseröffnung haben um 9:30 Uhr an der amerikanischen Börse, also bei uns 15:30 Uhr am 2. Mai, Dienstag, den 2. Mai. Da verkaufen wir erstmal ab. Wir halten dann höher. Ich sehe hier eine solche Linie. Das ist der VWAP, der für mich relevant ist. Wir halten höher, und von da aus haben wir einen Trend, der den ganzen Tag höher geht. Und genau deswegen sage ich auch, das funktioniert nicht nur für Daytrading-Strategien, denn das kann ein einfacher Daytrade sein, den ja unsere Teilnehmenden hier gemacht haben, sondern das können auch Trades sein, die wir dann länger halten, um einen zweiten Tag einen Swing-Trade zu machen oder sogar in Positionstrades einzusteigen, über ja, vielleicht 2 Tage das Ganze zu halten, denn auch hier siehst du ein gutes Beispiel, dass es jetzt viel weiter hochgegangen ist. So können wir mit einem kleinen Stop auf einer kleinen Zeitebene einsteigen und großmögliches ja, Gewinnziel hier sozusagen mitnehmen. Damit kommen wir nun zu Punkt Nummer 2. Wir wollen eben über die schon ein bisschen angeteaserten besten Indikatoren sprechen. Wir wollen über meine persönlichen Charteinstellungen genauer sprechen. Im Tageschart nutze ich ganz einfach hier normale Candlesticks. Gleichzeitig habe ich hier unten das normale Volumen. Das zweite, das ist ein ganz normaler Moving Average. Dazu nutze ich einfach den 50-Tages Moving Average. Du würdest ihn hier finden, indem du auf Indikatoren gehst. Du gibst Moving Average und dann kommt auch schon dieser hier Moving Average. Da klickst du einmal drauf, dann wird er hier angezeigt. Du gehst in das Menü
und wir schauen uns die Einstellung an und das sind exakt die Einstellungen, die ich persönlich vornehme. Das ist wichtig. 50 Tage sozusagen können wir uns vorstellen, ist weniger als 2 Monate, sind also sozusagen 2 Monate Handelsgeschehen. Wir wollen dann long handeln, also auf steigende Kurse setzen, wenn wir uns im Tageschart überhalb oder oberhalb dieses Levels befinden. Ja, befinden wir uns an diesem Tag. Wir befinden uns oberhalb dieses Levels und wir wollen dann auf fallende Kurse setzen, wenn wir unterhalb dieses Levels befinden. Und auch da, ja, schon einhergehend mit der Strategie gab es nämlich letzte Woche jemanden, der das Konzept nicht ganz verstanden hatte, als wir den Short Trade beschrieben haben. Ja, da kam die Frage, okay, ist nicht die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Gap, dass diese Handelslücke eben nach unten wieder abverkauft wird oder andersrum, wenn wir eben dieses andere Beispiel sehen würden. Also ist es nicht gefährlich, dass wir hier auf steigende Kurse setzen, weil das Gap nach oben ist, weil bei vielen die Annahme besteht, Gaps werden schnell geschlossen. Deswegen ganz wichtig, das ist kein schlechter Kommentar, das ist eine gute Frage. Ganz wichtig, dass wir relatives Volumen haben, wie wir kennengelernt haben, und dass unser Gap über 3% ist, denn dann kannst du dir das Ganze ähnlich wie ein Kreuzfahrtschiff vorstellen. Wir haben so viel Aufmerksamkeit und wenn wir erstmal in eine Richtung fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir erstmal mit einem gewissen Momentum die Strecke fortsetzen. Ist das Momentum nicht groß, haben wir nicht eine große Aufmerksamkeit, dann könnten wir auch schneller drehen. Ja, dementsprechend halte dich hier bitte an diesen 3 Kriterien. Dann würden wir auf einen kleineren Chart gehen. Ich handle das Ganze im 2-Minuten-Chart. Hier in diesem Beispiel möchte ich jetzt nur sehen, wie ist der 5-Tages-Durchschnitt. Der 5-Tages-Durchschnitt ist wieder ein Moving Average, den ich nutze. Das heißt, mein Moving Average 195. Tageschart, kleine Zeit im 50er Moving Average und 5-Tages Moving Average. Ganz wichtig, wir handeln hier drüber, es ist also mit dem Trend. Innerhalb meines Handelstages, dann schaue ich mir den sogenannten VWAP an. Über den VWAP habe ich schon sehr viele Videos gemacht, so wie dieses Video hier, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, sollst du da mehr Informationen zu wissen wollen. Wir sehen das, der VWAP ist eingeblendet, hier in meinem Fall auch da ganz einfach, das ist der normale volumengewichtete Durchschnitt. Wie findest du den? Du gehst auf Indikator, hier können wir nochmal volumengewichteter Durchschnittspreis. Ja, auch hier gehst du drauf, klickst ihn an. Das ist der VWAP, den ich nutze, und als Information für jeglichen VWAP, den ich nutze, sind das meine Einstellungen. Also das wirklich die Empfehlung, wie ich es nutzen würde. Und dann sehen wir auch hier in Bezug auf unsere genannten Kriterien für unsere Strategie, möchte ich auch da über dem Moving Average sein aus dem Tageschart. Ich möchte einen Aufwärtstrend im Tageschart und auf meiner kleinen Zeitebene möchte ich auch über dem 5-Tages Moving Average sein und ich möchte über dem VWAP sein, der auch nach oben zeigt. Also das ist das Multi-Time-Frame-Konzept innerhalb hier der ausgewählten Aktie mit 50er Moving Average bzw. 50er Daily Moving Average, 5-Tages Moving Average und hier überhalb der VWAPs innerhalb der Trading Session. Hier also ein guter Zeitpunkt zu kaufen mit einem Stop unterm Tagestief oder unterm VWAP und dann geht es einfach hoch und das ist letztendlich der Trade, wie ihn viele bei uns gemacht haben, und sogar am zweiten Tag war exakt das gleiche möglich. Wir sehen es wieder, es gibt wieder nach oben. Der Preis hält hier über der Tageslinie, wir halten über VWAP, wir haben einen klaren Trend und wir gehen fortan wieder höher und wieder wurde dieser Trade erfolgreich von einigen unserer Ausbildungsteilnehmenden hier gemacht. Jetzt geht es hier zur Secret Sauce. Wir wollen darüber sprechen, wie finde ich denn eigentlich erstmal diese Aktien? Wie finde ich exakt das, was für mich relevant ist, was für mich funktioniert? Denn das ist doch die wesentliche Frage. Es gibt über 8000 Aktien und damals dachte ich, genau das ist ein großes Problem. Wie soll ich das machen? Und dann starte ich vielleicht erstmal im anderen Markt, weil da habe ich 2, 3 Währungspaare, die ich handeln kann, und dann ist es doch einfach erfolgreich zu werden. Nein, genau andersrum. Wir wollen nur das handeln, was super viel Sinn macht, und dann ist es ziemlich einfach, die erfolgreichen Aktien zu finden und nur die zu handeln. Denn da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn wir das Gleiche in jeder Aktie handeln, dann macht es keinen Sinn, sondern diese ganze
Magie steckt dahinter in der Aktienauswahl und in den 3 Kriterien, die ich dir bislang hier erwähnt habe. Um diese Aktien zu finden, müssen wir uns natürlich nochmal fragen, was suchen wir eigentlich? Das waren Gaps über 3%, das war ein relatives Volumen von über 2 und das war ein Trend innerhalb bzw. Trends auf unterschiedlichen Zeitebenen. Das ist also etwas, nach dem wir suchen können. Und hier blende ich das ein, was ich persönlich in meinem Trading dafür nutze. Ich nutze eine Software, die heißt Trade Ideas, tradeideas.com. Sollst du auch da interessiert sein, findest du alle Links hier zu diesem Video unterhalb nochmal gut aufgelistet, sodass du dann im Nachklang dieses Videos damit arbeiten kannst. Und auf dieser Liste siehst du, dass ich da schon Volume Today drin habe. Also, ich lasse mir anzeigen, was hat vorbörsliches Volumen. Und wir sehen, dass bereits da 16% des heutigen normalen Volumens im Pre-Market gemacht wurden. Das waren zu dem Zeitpunkt eine Stunde vor Handelsbeginn bereits 3,8 Millionen Volumen. Das zeigt mir also, es ist schon hier im vollen Gange. Das hat eine große Aufmerksamkeit und würde ich das ausrechnen, dann ist das auf jeden Fall über 2. Gleichzeitig haben wir hier auch das Gap, was wir scannen können. Also wir suchen nach allen über 3%, was Gap. Wir haben das Volumen, wir haben das Gap und dann schaue ich mir einfach die Liste an. Ich klicke das, es ist runtergefiltert. Du siehst, es ist hier keine große Liste, die dabei rauskam und ich sehe dann objektiv hier, indem ich einfach mir den Chart anschaue, sehe ich, okay, das ist ja da drüber, ja, überhalb unserer Moving Averages und jetzt ist das tendenziell etwas, was auf meine Watchlist kommt. Solltest du Trade Ideas selbst für dein Trading benutzen wollen, dann haben wir dir unten, wie gesagt, auch nochmal da die Ressource verlinkt. Du musst im ersten Schritt nur wissen, wonach suchst du, dann stellst du es hier mit einer solchen Software ziemlich einfach ein. Hast diese Information schon eine Stunde bevor wir hier mit dem Handel beginnen, warum wir dann auch gut hier für diesen Handelstag vorbereitet waren und unsere Ausbildungsteilnehmenden hier wirklich damit auch direkt das Ganze in bares Geld ummünzen konnten. Lass uns einen Kommentar da, wenn dir eins dieser Kriterien in deinem persönlichen Trading geholfen hat. Und wenn du noch mehr über Strategien erfahren oder das Trading von Grund auf erlernen möchtest, dann schau dir unser WMT-Framework auf www.wirmachentrader.de an. Abonniere unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.